Wort des lebendigen Gottes. Wirkt dir einen Vorzug. Was hast du aber, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest? Du seid schon satt geworden, du seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns und wollte Gott, dass ihr doch herrschtet, auf dass auch wir mit euch herrschen könnten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Oh Herr, es ist immer noch die edle Gabe, die wir halten dürfen. Oh Vater im Himmel, wodurch du mit uns sprechen möchtest. Und oh Herr, wir sind in einem Kampf für dich. Oh Vater, so Welt, Fleisch und Teufel kämpfen. Und oh Vater, wirke jetzt in unserer Mitte. Oh Herr, rede, damit wir wissen ganz genau, wer wir sind. Und oh Herr, was du von uns willst. Wir brauchen dich, rede, Vater, in Jesu Namen. Amen. Komm mal ruhig sitzen. Und wir sind Diener Christi und Haushalter Gottes. Paulus wird später in der Kapitel erklären, was das für einen Apostel in besonderer Weise hieß. Der Herr stellt den Haushalter über seinen Haushalt und sagt ihm, was er tun soll. Er denkt das sich nicht selber. Wenn er das selber sich erdenkt, ist er ziemlich schlecht davon weg. Es ändert sich, deswegen ändert sich so oft bei vielen Leuten. Und statt dass Gott sie sagt genau, was sie tun, die erdenken. Nun, was sucht der Herr bei seinem Haushalter? Treue. Ehrlich, das musste, wenn du das nicht gekriegt hast letzte Woche, ja, du sollst auf dem Fußbank sein. Wirklich. Wenn du das nicht mitgenommen hast, da ist was los. Ja, und wir pauschen nicht auf und spielen. Denkst du nicht, dass ich werde mal lieber Halleluja, Amen, dass alle Treue gesagt hat? Ja? Es ist ein Auf zum Kampf für Jesus. Ja? Leider gibt es sehr viele Kriegsdienstverweigerer. Brother Alan Hearn, ich muss mal ehrlich sagen, ich wusste das nie so richtig, ich kriegte das nie so in dem Sinne, der sagte, seine Tochter haben Freundin. Seine Tochter ist 18. Weißt du, wo ihre Freundinnen jetzt sind? Als Mädchen. Oh. Gibt es dort Kriegsdienstverweigerer? Das ist vorbei. Ja, und so ist es in dem Dienst des Herrn. Es ist einfach, aber doch so schwer. Was will Gott von den Haushalten? Treue. Aber es ist nicht der leichteste. Es ist ein Kampf. Treue ist, was er will. Nun, Paulus geht weiter und redet über zwei Sachen. Fragen und Freude für Haushalter. Erst die Fragen. Es ist ziemlich interessant, was er fragt da, oder? Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was ist ihr Problem? Die sind fleischlich. Die streiten. Ich mag mal diesen Prediger. Nee, ich mag mal den, der ist der Beste. Ich bin von dem, ich bin von dem. Und ich bin ein Christ. Wer gibt dir einen Vorzug? Ich habe in Kapitel 3. Wer ist nun Paulus und wer Apollos, als nur Diener, durch welche ihr gläubig geworden seid, und das,
wie es der Herr einem jeglichen gegeben hat. Weißt du, Diener Gottes, das ist, was Gott uns gibt. Er schenkt sie uns. Weißt du, Paulus und nicht so wer Großes, Diener waren die. Und Gott hat das gesetzt, dass die sind da. Und wer der Diener ist wer Gott hat für dich dort gesetzt. Schauen wir in Kapitel 7, Vers Nummer 7. Ich wollte aber, alle Menschen wären wie auch ich. Aber ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Hey, Gott gibt seine Gaben, nicht alle gleich, einem so und der andere so. Und was erwartet er in diesen Gaben? Treue. Und hey, nicht, oh, ich bin der Größte, weil ich das bin, und du bist dann gar nicht, weil du. Ja? Ändern gar nicht, weil wir machen mal live. Also die haben rumgekotzt in ein KZ, wegen wie schlimm die Toiletten waren. Wie wichtig ist es, die Toiletten zu putzen in der Gemeinde? Was sind die für Schweine hier, wenn die nicht sauber sind? Ja? Das ist Gottes Gaben. Einer hat so, der andere so. Schauen wir Davids Gesinnung, 1. Chronik 29, 11 bis 16. Und David ist immer noch und war immer, was der Mann nach Gottes Herzen. Wie hat er, was war seine Gesinnung? Muss man echt sagen, es wäre einmal interessant, das zusammenzubringen, ganz genau, in den jetzigen Geld, was David dort bereit gemacht hat. Für das Haus Gottes, für den Tempel. Und es steht mal auch da, was Saul geweiht hat, was Samuel geweiht hat. So, wir reden von Sachen, die was 80 Jahre, bis 80 Jahre vorhergegangen sind, alle treu aufbewahrt. Was tut Gott in einem Haushalter? Treue. Was ist seine Gesinnung? Vers Nummer 11, fangen wir an. Dir, Herr, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Majestät, denn alles, was im Himmel und auf die Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich. Und du bist erhört über alles zum Obersten. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Und, hey, was kann Gott mit dir machen? Groß und stark machen. Weißt du, wie heißt das Wort, was dir groß und stark macht, das ein Haushalter? Treue. Was kann Gott mit dir machen? Ja, du kannst mal treu sein. Und wenn es nicht da ist, es fehlt den Glauben. Hat er was für andere, nicht für mich? Hey, die Ausreden sind was? Nur Ausreden von arroganten Hochmütigen, die alles besser wissen. Hey, ich soll was besser tun. Was besser machen. Hey, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir. In dem Namen deiner Herrlichkeit. Denn wer bin ich? Bist du nicht der Mann nach Gottes Herzen? Ist das nicht der Mann, der Goliath getötet hat? Ist das nicht der Mann, der was, die in ihm Lieder gesungen haben? Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10. Ging nicht einmal in seinen Kopf, oder? Dass ich bin der große Psalmist Israels. Wir reden von dem Ende seines Lebens. Denn wer bin ich? Was ist mein Volk, dass wir so ein Vermögen, freiwillig so viel zu geben? Denn von dir ist alles gekommen. Und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten.
und es kann aufhalten. Herr, unser Gott, alle diese Haufe, den wir zugerichtet haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Das heißt, kannst du dir mal vorstellen, da steht man da, irgendeine Art riesige Logistikhalle und alles ist bereit für den Tempelbau. Salomo muss das nur anfangen, wenn David den Geist aufgibt. Weil es steht nur da, wir haben mal was, es steht Haufe, den wir zugerichtet haben. Alles ist da, alles ist bereit. Und es kommt alles von dir. Wir haben mir einen Vorzug gegeben. Gott, du hast es getan. Du hast es gemacht. Das ist so eine Gesinnung. Gott, du hast mir irgendwo rumgeheiratet, ein Haushalter zu sein. Und hey, und die Leute mit den Talenten, wer war untreu? Wie viel und wenig? Und es ist immer so. Lass es nicht bei dir sein. Nein, ich habe nur ein wenig. Wenig ist auch viel bei dem Herrn. Seine Gesinnung war, es kam von dir. Ich habe keinen großen Vorzug. Sprüche 2, Vers Nummer 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Nach seinem Mund kommen Erkenntnis und Verstand. Woher kommt Weisheit? Ja. Hey, ich muss mal wirklich sagen, ich guckte mal, als ich was vor 5 Tagen Hiob 28 gelesen habe. Also ich habe das ein bisschen so in eine andere Sicht angeschaut, in dem Sinne, was der Herr mir richtig rausgegeben hat. Also, Hiob hat auf Gottes Schöpfung Obacht gegeben. Also, unter der Erde sind Schätze. Und kein Geiersauger sieht die. Aber er sieht oben die Geier und was? Wie die Geier, boom, plötzlich ist da. Und holt die Sachen, was er nicht sehen kann. Er beobachtete alles, was um ihn ist. Das sollen wir tun. Aber wer gibt doch Weisheit? Ja, wer gibt doch Weisheit? Also wir hatten mal hier ein bisschen Spaß mit Alicia und den Brombeeren. Und die haben mal richtiger so Schneidern gekauft, weißt du? Weil über den Jahren haben wir gemerkt, wo sind die schönsten, die besten Brombeeren. Wo du nicht drankommst. Und du schneidest das alles weg und ja. Und die wachsen müssen. Also der Herr gibt Weisheit. Und du merkst. Das sollst du mal merken. Aber hey, wie kann man einen Vorzug haben über meine Klugheit und Weisheit, wenn der Herr gibt Weisheit? Hey, wirklich. Wenn du jemanden heute bekommen hast, ich meine, bist du so schnell dran, der treu ist und sagt dir, du sollst Obacht geben in deiner Umgebung. Du hast es gut. Du hast es richtig gut. Du sollst noch Obacht geben. Aber durch den Glauben merken wir. Johannes 1, Vers 16. Hier ist das, was wir empfangen können. Hat er einen Vorzug gegeben. Nach seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade. Nach seiner Fülle. Weißt du, du kannst zu ihm gehen, von seinem Brunnen,
Gnade schöpfen und Gnade schöpfen und Gnade schöpfen. Und du kannst immer mehrmals täglich gehen und jeden Tag dorthin gehen und es wird nie versiegen. Niemals. Ich sage dir, ich finde das wirklich ganz interessant, dass der Priester kein Wasser hat. Am kalten Bach hat Wasser. Ja, wir haben gesehen, gestern der Wesen ist noch ein bisschen wenig, aber hat Wasser. Ja, manche versiegen, manche nicht, aber ich sage dir, Gott ist Brunnen. Da kannst du gehen und gehen und gehen. Und das ist, was wir brauchen, um alles andere Diener zu sein. Das hat uns einen Vorzug gegeben. Er hat alle die Chance gegeben. Oh, ich bin so groß. Ja. Also Johannes der Täufer hat was für Großen, oder? Und Gott benutzt klein. Was hat Johannes der Täufer in seiner Hand? Was er benutzt für Großen? Wie macht man was Großes klein? Mit einem? Was hat er in seiner Hand? Axt! Und die waren nicht ganz begeistert mit seinem Axt. Hat es von ihm genommen und ihn Kopf kleiner gemacht. Aber er hat gesagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ja? Wer gibt dir einen Vorzug? Nächste Frage. Was hast du aber, was du nicht empfangen hast? Ja? Was hast du, was du nicht empfangen hast? Gehen wir in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11. 1. Korinther 12, 4 bis 11. Ich muss mal eins sagen, ich gehe mal, vielleicht bist du so schnell. Warum kannst du das finden? Hat nicht jemand hier das beigebracht, mehrmals, wie wichtig das ist? Wer hat je so arrogant hier oben gestellt, du bist zu blöde, das zu verstehen und das zu merken, so wir sagen dir das nicht? Das ist, was die tun. Nicht im Wort, aber in was? In der Praxis. Jeder Mensch kann was. Die Bibel suchen und die Versen selber. Wenn Gott dir so wie wirklich gibt, wenn Gott dir was gibt, dass du sollst was sein, in dem was du machst. Ja, hey, du hast gewonnen. Es ist gemein, wie viel Freimut du hast für den Tag. How much liberty you have for the day. But Jack used to say, take the liberty. Du nimmst den Freimut. Ja, manchmal musst du mal was ganz schön Fuß in dem Wasser. Manchmal musst du mal auch so eklige Sachen tun. Oder weißt du, ich habe mal das so gemacht, aber das ist mir eigentlich Wurst. Ne? Ich habe mal mein Trikot richtig so nass gemacht. Das ist so heiß war. Und hier war trocken bei Lidl. Hier war trocken bei Lidl. Hier aber nicht. Und so, kannst du dir mal vorstellen, wie es sah südlich aus? Ich bin Fahrrad gefahren, ist egal, was die Leute denken, was ich gemacht habe. Ich hole mein Eis. Na? Braucht mal Abkühlung. Ja, was man braucht. So, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 4 bis 11. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist derselbe Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist derselbe Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der da wirkt alles in allen. Und im Jeglichen wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis. Nach demselben Geist. Einem anderen aber der Glaube in denselben Geist, einem anderen Gaben der Heilung in denselben Geist, einem anderen Wunder zu wirken, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen Arten von Zungenreden, einem anderen die Auslegung der Zungen,
Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen das Seine zu, wie er will. Wer gibt die Gaben? Oh. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Und Gott dir eine Gabe gegeben hat, wer hat es dir gegeben? Ja? 1. Korinther 15, Vers 10. Nun eigentlich, das Problem ist Vers 7 da, ist es zum Nutzen aller. Und wer sich erhebt, ist weit weg von dem Nutzen. 15 Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Warum gibt Gott? Damit man ihn dient, damit man arbeitet. Und war er so gnädig? Damit er dient, damit er arbeitet. Hey, was geben dir die Diener? Suchet den Herrn. Ob du das magst oder nicht, niemand hier kann sagen, die haben das nicht erfahren. Suche nicht deinen Willen, suche Gottes Willen. Frage Gott an erster Stelle, was du tun sollst. Und ich habe dreimal da gefragt, was will Gott? Ja? Und das ist das Wichtigste. Ich denke so und ich meine mal so und ich denke mal so. Also alle haben das. Alle denken und meinen und überlegen, was ist das Beste? Was will der Herr? Herr, was möchtest du? Ja, und viele Sachen sind wirklich schwarz auf weiß. Da musst du ihn nicht fragen. Es ist wirklich, dass Jonathan seine Hand gegen seinen Vater und sein Vater unehrt. Das geht nicht. David, hat er seine Hand gegen Gottes Gesalbte? Gott hat ihn selber abgesägt. Ja? Suche den Herrn. Lese deine Bibel. Lese deine Bibel. Wer hat das nicht hier? Ja? Muss echt sein, der Einzige, die hier das nicht als Kind bekommen hat, ist Heidi. Was sie nicht hier als Kind war. Oder? Alle anderen haben das als Kinder. Lese deine Bibel. Gott kann mit dir sprechen. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen wirst. Ja? Hey, ich habe das bekommen. An dem Bus zur Faith Baptist Church. Haben wir das gesungen. Ich fand es cool. Ich war 17. Ja? Lese deine Bibel. Ich muss wirklich hin. Es ist schade, wenn du hörst von, hey, wir als Gemeinde, wir wollen dieses Jahr die Bibel durchlesen. Fragst mal 3 Monate später der Gemeindeleiter. Ja, ich habe es leider auch nicht. Ich habe auch aufgehört. Ich sage dir, was du von so jemandem empfangen kannst. Warnung. Mache mal nicht so. Die 6 Sachen. Was du täglich tust.
kann man wirklich die Woche, meistens geht es sozusagen zwischen hier, unserem Haus in Rosenberg, und ich allen gebetet, dass sie das tut. Und von ein paar, die nicht hier sind. Weißt du, es gibt die Dinge, weißt du, Gottes Gnade, was man nennt ein Schneeballeffekt. Und dann fängt es geht weiter, es geht weiter und wird mehr und mehr. Und es soll das sein. Und wir bekommen etwas von jemand anderes. Und Gott ist gnädig. Ich muss mir nicht sagen, als ich bei der Armee war, da habe ich ein paar Sachen gesehen, die ich wurde nicht als Ehemann fort. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Er gibt Warnungen in dem Voraus. Warum er mich gewollt hatte? Weil er gnädig ist. Ich freue mich darüber. Das ist die dritte Frage. Warum rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hast? Weißt du, lesen wir das ganz richtig. Das ist die dritte Frage. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hast? Kapitel 5, Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Tag durchsäuert? Rühmen ist wie Sauerteig. Es bläht nur auf. Ja. Brother Danny, der sagte mal, ich habe mal ein British, wie hieß das, Don't Quit, oder? Was geschieht, wenn du aufhörst? Hör nicht auf. Was geschieht, wenn du aufhörst? Und er redete wirklich, was geschieht, wenn du zu viel isst? Wirst mal träge und wirst elend. Was geschieht, wenn du nicht dich bewegst? Das Gleiche. Also muss man aufstellen, bis du bewegst. Ne? Also, naja, ihr müsst nicht zur Armee Mädels, aber ihr könnt auch nicht spielen. Ne? Nimmst du mal raus. Besen in der Hand und herrscht. Alle Feindlust tot. Ja? Und ich muss mal eins sagen, du denkst manchmal, oh, ich habe hier das so machen. Hey, du hattest mal bei der Armee sein. Unvergessen was zu kehren. Ja? Kann man immer noch der eine mit dem verputzten Unterwäsche. Und blöde Leute haben gelacht. Hey, ihr habt auch gelacht. Weißt du was? Ich kann noch keine Liegestütze. Ja, stützen kannst du, aber am Ende wirst du da Liegestützen machen. Erst Liegestützen und dann kommt Liegestützen. Ja? Und die Weiber, die hatten es leicht, die hatten noch Frauen-Push-Ups gemacht. Weißt du, ich habe immer das gelernt, irgendwie, das gab es hier nicht so. Ne? Also, die mussten richtig gemacht. Die Frauen haben immer eine Knie gemacht. Ne? Rühmen ist Sauerteig. Weißt du, Gott gibt uns eine Warnung von Hiskia, 2. Chronik 32, 23 bis 26. 2. Chronik. Bläst auf und du bist einfach was. Elend, geht dir nicht gut. Manchmal ein bisschen Bewegung, anstatt zu rühmen, ein bisschen dienen. Ich möchte im Sinn oh, ich kann den Klavier so gut spielen, so wunderbar spielen. Naja, komm mal von deiner Gemeinde, mach mal, brauchen was. Aber wir wohnen nicht weit von dir, in Hamburg gewesen. Na? Ich habe ihn gehört, zu Hause spielen, aber gut. Wie heißt das hier? Ich komme jetzt nicht auf das Wort, hier steht schon. Lampenfieber. Weil ich kann das. Weißt du, wen man nicht braucht? Wenn ich das kann,
2. Chronik 32, 23 an. Dass viele von dem Herrn Geschenke steht. Ja, dem Herrn Geschenke brachten gegen Jerusalem ein Kleiner oder Hiskia, dem König Judas, und er wurde danach erhoben vor allen Völkern. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und er bat den Herrn, der redete zu ihm, gab ihm ein Wunderzeichen. So, was ist geschehen? Gott hat ihn geheilt. Aber Hiskia vergalt nicht, wie ihm gegeben war. Denn sein Herz überhob sich. Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Hey, er hat Geschenke bekommen, er war hoch, er war krank, er ist sogar was ein Wunderzeichen bekommen und dann muss er überhob sich. Und dann war die Worte, Mann, was hast du, was du nicht empfangen hast? Geh nicht herum, als ob du nicht empfangen hast. 1. Korinther 1, Vers 31. Hey, wenn du dich rühmen möchtest, auf das wie geschrieben steht, wir haben das aus Jeremia. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Er rühme sich des Herrn. Hier wir in Hebräer Kapitel 12. Und schauen wir darum auch hier, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alle Last und die Sünde, die uns immer umringt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Also ich kann mich noch erinnern, wo ich das las. Und Gott hat mir angesprochen, die Leute haben immer gesagt, ja, jeder Mensch hat eine Sünde, die ihn umringt. Vielleicht ist einer träge, einer stiehlt oder einer begeht Ehrung, der nächste ist nicht so ganz treu, bla 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 bla. Ja, klingt gut. Ja, klingt gut. Ich las das an den Tag und der Herr hat mir gesagt, die Sünde, die uns immer umringt, ist unglaublich. Hebräer Kapitel 11 geht über den Glauben und über den Helden des Glaubens. Und, also ich rede mit einem Bruder darüber und er ging hier zum Kommentar von John Brown, einem schottischen Prediger. Das sagte er auch. Wir guckten bei F.B. Meyer in seinem Hebräer-Kommentar, sagte er auch. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Es ist wohl nicht, dass Gott mir was Neues gegeben hat. Weißt du, er hat es schon anderen gegeben. Also muss man, hey, Gott gibt das. Wenn Gott gibt die Sachen, warum soll man sich rühmen? Ja? Gott gibt Offenbarung. So, das sind die Fragen. Dann ist die Freude. Gehen wir wieder zurück in unseren Text. Vers Nummer 8. Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr herrscht schon uns. Und wolle Gott, dass ihr doch herrscht, auf dass auch wir mit euch herrschen konnten. Das ist die Freude mit Paulus. Weißt du, dass sie satt sind? Und Kapitel 1, Vers 5 ist es auf eine Weise sehr schön, dass ihr durch ihn an allen Stücken reich gemacht seid, in aller Rede und aller Erkenntnis. Also die Gemeinde hat Reden und Erkenntnis, die kannten Gott. Und das ist sehr gut, wenn man in dem Sinne reich ist, satt ist. Und soll es sein. Aber in anderer Weise ist es auch schlecht. Schauen wir Vers 1 und 2, Kapitel 3. Nicht, Brüder, konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern wie mit Fleischlichen, wie mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet sie noch nicht ertragen, auch könnt ihr es jetzt noch nicht. Und sie allerlei Sachen dort gehabt haben, waren die trotzdem fleischlich. Denkst du nicht, dass er hatte die Liebe mehr gegeben?
Aber er gab sie, was er geben konnte. Weißt du, Saat ist gut, das ist der erste Mal. Das Wort Gottes und das Wort Gottes wird gepredigt. Was machst du damit? Also wir haben das nicht, weil also je größer und desto so mehr auseinander sind, weil der Danny sagte, er konnte das noch erinnern, wo er das erlebte. Und weil Jack weg war, mit Vogab war Brother Danny dran. Als ich da war, Preacher Dan Manners. Ja, eigentlich jetzt, Brother Danny ist kaum weg, weil Nathan Cox predigt mit Vogab. Sehr oft, wenn der Pastor nicht da war, waren sehr viele nicht da. Na, wir wollen den nicht hören. Wir kennen schon. So, wenn man so gesagt ist. Das ist ein Segen für jemanden, wenn man predigt, dass jemand da ist. Die spitzt zu Zaun auf. Manchmal mussten die empfangen von ihrem Papa, was er empfangen hat, von seinem Pastor, wenn die Leute träge sind zu hören, der kämpft von weiter. Wo wird mehr Freude sein für Prediger? Und für dich auch. Was auch wie sagt du bist. Es ist schon, man sagt es, wenn man Gott dir gibt. Und reich. Da soll man wirklich auch aufpassen. Sprüche 13, Vers 7. Das ist einer, der sich reich macht, aber doch nichts hat. Das ist der sich arm macht und doch große Reichtum hat. Ja? Da muss man aufpassen mit dem Reichtum. Offenbarung 3,17. Denn du sprichst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weiß nicht, dass du elend bist und jämmerlich, arm, blind und bloß. Weißt du, sie hatten, was sie brauchten, aber waren doch fleischlich. Also ich kann mich noch erinnern, Preacher Dan Matters hat mich an den Gedanken gebracht. Weißt du, der war so jemand, der wurde seine Tochter und nirgendwo so richtig treu. Und da hat mir gesagt, du warst bei der Armee. Du musst immer Sachen so machen, die andere nicht machen. Du musst in der Zeit. So einer geht, kann ich meine Tochter abgeben. So ein anderer nicht. Und ich war zwischen warum gibt es so viele Scheidungen? Und die Antwort geben zu meinem zukünftigen Schwiegervater. Und das war wirklich, der war kein harter Mann. War ganz easy. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Preacher Dan redet davon und ich las da. Und Gott machte eine Frau und brachte sie zu einem Mann. Und mich erwähnte das heute früh so. Das war kein Mädchen, kein Junge. Frau, ein Mann. Warum gibt es so viele Probleme in der Ehe? Kinder.
Ich kann mir mal ein bisschen vorstellen, ich weiß es nicht, muss vielleicht Alicia privat mehr fragen, aber ich kann mir vorstellen, was die Antwort war. Weil die Antwort nehme ich an, wie bei mir. Ich mag das nicht, du magst das! Zu meiner Mutter oder Vater. Ich lebe noch. Ich hab's nicht gesagt. Aber viele Kinder sagen das. Und Kinder heiraten. Du erst! Nein. Ja, bist du Natalie? 24? 25? Wie alt bist du? 22, ja? Man kann auch mit 22 manchmal dumme Sachen sagen, oder? Das ist nicht der Alter, ist, dass du erwachsen bist, sondern was man tut. Weißt du, das war eine Offenbarung. Das war eine schöne Offenbarung. Weißt du? Dass man nicht fleischlich ist, dass das hilft. Ich habe das so nicht so richtig kapiert, aber ich habe mir alles so vorbereitet. Das wurde schön. Das war auch okay. Es war gut für mich. Ja? Was machen die Kinder? Die nehmen ihr. Du bist an der Furze und nehmen ihre Sachen und gehen zum Malen. Ja? Die blöden Mamis nehmen die auf. Du sagst nicht deine Ehre. Du bist eine Furze. Nazad! Zurück! Ja? Wir waren fleischlich. So aufpassen, bin reich. Weiß alles, machen wir alles. Also die herrschte. Ehrlich gesagt, wirklich, die Gemeinde funktionierte halbwegs. Es war nicht auseinander. Ja, die hatten ihre Parteien drin, aber die waren noch zusammen. Die hatten ihre Probleme. Besonderweise, es kommt in der nächste Kapitel. Aber die waren noch zusammen. Waren nicht weg. Und so sie herrschten. Nun guck mal, was sagt denn mal in Paulus Vers Nummer 8? Dass ihr dort herrschen, auf das auch wir mit euch herrschen können, dass wir alles zusammentun könnten. Gehen wir in 4. Mose 11, 29. Hey, schau mal die Freude eines Mannes Gottes. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich, wurde Gott das Altersvolk des Herrn über sie gebe. Hey, welcher Mann Gottes freut sich über Fleischlichen? Das Beste wäre, dass alle was erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und Weissagten. Ob es Predigen, Spielen, Singen oder Zeugen ist. Weissagen bedeutet alle vier. Psalmen 122, Vers 5 bis 9. Now, schau, Verzeihung, gib mir Apostelgeschichte, bin zu schnell. Ich weiß nicht, wie Billy Daniel sagt, oh, ich bin so alt, aber irgendwie mein Gehirn geht schneller als meine Augen. Wir haben noch ein paar Jahre bis Brother Danny. Ich denke, er ist part sexy, ich bin nicht sicher. Ja? Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gottes Willen nur ein wenig oder viel, dass nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche wurden wie auch ich bin, ausgenommen diese Bande.
Paulus wollte, hey, dass alle was errettet sind, glücklich in Christus, das Wort Gottes weitergeben. Was? Kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Das Fleisch was täglich sterben. Das Kreuz auf sich nehmen und folgen. Ich möchte, dass ihr alle genauso seid, aber bloß nicht Knast sind. Das ist das Einzige, was ich keine wünsche. Sie sind gebunden. Das hat einer gesagt, das ist eine Frage. Ja? Aber das ist, was er wünscht, dass du frei bist. Ja? Anstatt dass du predigst für die ganzen Leute gleich den Tag oder jede Schicht und anderen, dass du was rausgehen kannst mit neuen Leuten und frei bist. Kannst du mal, wenn du willst, Hamburger bei McDonald's essen und deinen Tempel kaputt machen. Ja, hast du die Freiheit zu tun. Ja? Wir essen lieber polnische Hamburger. Ja? Alles klar. Oder hier selber machen wir selber am Dienstag. Ja? Weißt du? Aber manchmal, dann weißt du, was du hast. Hey, weißt du, wenn du weißt, was du hast? Wenn du hast mal, der Kuh hat mich besucht, hat vorne bei mir gefressen und dann ich nehme mal ein Stück Fleisch von ihm ab. Dann weiß ich, was ich habe. Sonst du hast gar keine Ahnung. Ja? Was du hast. Überhaupt keine. Ja? So, Psalm 122, 5 bis 9. Denn das selbst sind Stühle zum Gericht, die Stühle des Hauses David. Bete für den Frieden Jerusalems. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meine Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses willen des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Weißt du, es soll die Gemeinde wie Jerusalem gut gehen. Und was wünscht der Mann Gottes, dass es euch wirklich wunderbar geht? Dass ihr herrschet und wir können mit uns euch herrschen. Und weißt du, kannst du mal vorstellen, es ist nicht so in Korinther, aber bei den Philippern, da ist Paulus was, aber hat Freude, Freude, dass seine Kinder im Glauben gut gehen. Und heute bis diesen Tag bekommt man Freude aus dem Philipperbrief. Ja? Weil ich vermag alles durch Christus. Nun ehrlich gesagt, und ich wusste damals, ich vergesse das nie, wie viel du machen solltest. Ich habe gesagt, das musst du erst nächstes Jahr machen. Ja? Und dann machtest du 5 Seiten. Weil ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und Trägheit ist leider sehr vorhanden. 1. Thessaloniker 3, 6 bis 9. Weißt du was, Natalie? Bei Corrie ten Boom, sie waren im Knast und sie konnte nicht zu den Ameisen gehen. Der Ameise kam zu ihr. Sie hat sich so gefreut nach dem Besuch, hat immer so ein Krummel dort getan, damit der Ameise wiederkommt. Und dann hat immer der Ameise beobachtet. Ja? Sie sagte, wo ihre Mutter krank war, sie guckte aus dem Fenster und hatte nur einen kleinen Blick auf den Himmel, wie wunderbar das war. Und dann sie musste mal zum Verhör gehen und ging mal draußen und konnte nach 2-3 Monaten den Himmel mal sehen, wie herrlich das war. Wieder Himmel zu sehen. Wir haben mal das diskutiert, einmal. Ja? Welche Farbe hat Gott am liebsten? Das sind nur 2 zur Wahl. Schau mal oben, was ist zur Wahl? Schau mal unten, was ist zur Wahl? Ja. Und heute, wie viel Grün gibt es?
gibt sehr viel. Ich bin der Meinung, seine Lieblingsfarbe ist blau. Ja, durch den Grundvorrat auch, ne? Ja, 1. Thessaloniker 3, 6 bis 9. Ist es nicht schlecht, auf solche Gedanken zu kommen? Weißt du was, du kannst dich freuen, weißt du, dann hat dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr gibt es ein nächstes Gras wieder wachsen. Das ist meine Sache, das will ich mal wirklich sehen, dieses nächstes Jahr. Das ist meine Sache. Was wird geschehen? Wir haben nur Gras, wo Schatten ist. Sonst tut es weh unter den Bäumen. Ja? Ich habe kein Problem, barfuß zu gehen, aber jetzt tut es Aua weh, Aua weh. Und der Bruder davon ist weh, Aua. Ja? Ich bin wirklich gespannt darauf, ob grünes Gras bekommt. Aber weißt du was auch herrlich ist? Ja. Ich bin der Meinung, dass sehr viele wissen es nicht, was herrlich ist an dem braunen Gras. Wenn du eine Vorahnung hast, was herrlich ist an braunem Gras, heb meine Hand. Du weißt nicht? Was ist so herrlich an braunem Gras? Was? Ne, du musst nicht mähen, du musst gar nicht mähen. Ja, Samuel hat lange nicht gemäht, er hat es vergessen, ne? Obwohl er mir geholfen hat das letztes Mal. Ja, musst du nicht mähen. Hat Brother Grant Patton auch gesagt, ich hasse mähen. Ja, was du denn? So ein Ding hast, geht so. Ja, toll, ne? Ja. Das wird dir gar nicht gefallen. Nicht probieren, einen Trocken zu benutzen. Das wird dir überhaupt nicht gefallen. Ja, das macht keinen Spaß, Trocken zu bauen. Ne? Ja? Ja, das macht keinen Spaß. Du wirst es nie ausprobieren. Ne? 1. Thessaloniker 3, 6 bis 9. Nun aber da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns verkündigt hat, euren Glauben, eure Liebe, dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt. Euch verlangt uns zu sehen, wie auch uns euch, da sind wir Brüder über euch getröstet worden, in alle unsere Trübsal und Not durch euren Glauben, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott vergelten für euch, für alle die Freude, mit der wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Also hier haben wir Paulus und seine geliebten Kinder. Hey, in was für einer Lage findet Paulus sich? Vers 7. Er ist in was? Trübsal und Not. Aber er ist getröstet, weil die was? Stehen im Glauben. Was denen gut geht. Ohne Gott, ihr herrscht, denn wir können mit euch herrschen. Weißt du, will Gott, dass es euch gut geht, dass ihr geistig seid. Und hey, das ist wunderbar. Hey. Vielleicht nicht denken. Prediger, der Mann Gottes, am besten ist alle, die für den Herrn sind. Hey, es war uns so dritt, wir haben mal über was gesprochen, über die Spät. Wir kamen in den New Testament Baptist Church an in New Jersey und war niemand da. Wir waren die Ersten. Wir waren so bereit, auf zum Kampf für Jesus. Wir waren bereit. Da kamen die Leute aus dem Auto. Oh, ich weiß, wer du bist. Sag, weine für mich, wir beten für dich. Die nächsten kommen, das Gleiche, die nächsten das Gleiche. Mensch, boah. Pastor sagt, ja, irgendwie habe ich eine E-Mail übersehen. Ich konnte sie nicht so fragen, zu predigen. Und so, oh doch,
Da kannst du mal. Dann sage ich, ja, wir haben so 2 Gottesdienste, ich könnte mal nicht so eine zweite. Oh doch! Ich habe 2 Botschaften. Ich bin jetzt bereit. Hä? Aber was? Wir denken an euch und ihr denkt an uns. Haben Sie das nicht gerade schwarz auf weiß gelesen? Das ist wohl die Freude mit den geliebten Kindern. Man ist treu. Kannst du dir mal vorstellen, wie das denn unterdrückt, da hörst du mal was. Das ist Not und Trübsal und dann, ja. Jetzt der Bruder. Weg. Der Bruder weg. Die Schwester weg. Soll nicht sein. Das ist ein bisschen Liebe. Und du hörst es Leute abfallen und glauben, bis dir nicht wehtut. Das ist so ein bisschen Liebe. Ich höre nicht auf deswegen. Ich habe mal einmal einen Anruf bekommen, ich ging mal nach Hause, wir waren in Börse, ich sage, wir mussten mal warten, nachdem wir das gehört haben. Das war unglaublich. Ich hörte von jemand anderes und du hast es unabsichtlich am Telefon, ich habe niemandem was erzählt davon. Dann war es am Telefon, wo es am Lautsprecher war, hast du das gehört? Hey? Es ist besser, dass du hörst, dass hey, es geht ihnen heute gut. Die sind treu, die lieben den Herrn, die sind noch da. Römer 12, Vers 15. Ja. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit dem Weinigen. Mit den Weinen. Weißt du, wir sollen uns freuen mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinen. Weil wir haben, weil was wir haben, was wir nicht empfangen haben. Was haben wir, was wir nicht empfangen haben? Wenn Gott ruft und redet, ist es wegen seiner Gnade und Güte. Wenn Gott uns in den Dienst bringt, ist es, weil er gnädig ist. Weil er uns empfindet treu. Und das Herrlichste ist, er macht uns treu. Ich meine, ehrlich gesagt, einer, der sagt, ich will dich nie versäumen noch verlassen, wer kann ihm untreu sein? Einer, der alles gegeben hat und sein Wort hinterlassen hat und das bestätigt über 2000 Jahre. Freund und Feind haben die Bibel verboten. Und wir haben sie noch. Und sie wirkt noch. Und sie ist noch dabei und sie tröstet noch. Hey, und die haben Freund und Feind probiert, die Gemeinde zu zerstören. Und die ist noch da, weil die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Wie kann man ihnen untreu sein? Er gibt uns alles, damit wir treu sind. Und dann belohnt uns für Treue. Ja? Und sagt uns, wie wir das tun sollen. Und er wartet einfach, dass wir das tun. Ja? Hey? Hey, willst du dich rühmen? Rühme dich des Herrn. Der Herr hat's getan. Der Herr hat's gemacht. Und wenn Leute sich freuen, freue dich mit denen. Die weinen, weil brauchen wir jemanden, wenn sie weinen. Hey, wir sind nicht wie denen, die keine Hoffnung haben. Er hat Fragen, er hat was? Freude. Weißt du, wir sollen uns freuen an dem Herrn, was er gibt, was er bewirkt. 230 im Siegesklänge. 230.